Sound, alles cool? Ja. Super. Guten Tag. Hier stelle ich mich hin. Ich bin Wasim Taha. Ich bin die Toya, aber vielleicht besser bekannt als Toya Girl. Hallo, ich bin der Marcel Sonneck. Hi, ich bin Simon, 22 Jahre alt. Weißt du, was dich heute so erwartet? Welche Frage so heute auf dich zukommt? Ich weiß zu 90%, was mich erwartet. 10% lasse ich gerade noch offen in meinem Kopf. Gut, ich meine, ich kenne ja euren Kanal, deshalb glaube ich nicht, dass ich jetzt irgendwie Automarken raten muss. Ja, um Menschen wird's gehen. Das Thema heute ist, und deine Aufgabe wird es sein, zu erraten, wer in diesem Raum geflüchtet ist. Okay. Wow. Wie soll das gehen? Puh, heftig. Endlich mal Menschen nach ihrem Äußeren beurteilen. Dann dürfen wir mal reinführen. Darf ich schon gucken, oder? Du darfst gucken. Hallo. Jetzt fühle ich mich, als wäre ich auf dem Präsentierteller und nicht ihr. Freut ihr euch schon jetzt von mir bewertet zu werden? Ja? Okay. Ja, sehr interessante Erscheinungen auf jeden Fall. Auf den ersten Blick sieht keiner so aus, als ob er geflüchtet ist. Bitte einmal Person 1 nach vorne. Grüß dich, hi. Puh, okay. Geflohen oder nicht, ist auf jeden Fall erstmal schwierig. Also ich denke schon, dass sie geflohen ist. Also man sieht so gewissen Schmerz in den Augen. Ja, ich meine das ernst. Ja, also ich versuche ja tief zu blicken. Vorher sag doch mal ein bisschen was. Sag mal, der blaue Elefant ist grün. Der blaue Elefant ist grün. Okay, das ändert Dinge. Bist du Syrier? Ja? Also sind Sie Syrier? Die Frage ist nicht erlaubt. Ah, ist nicht erlaubt? Nein. Ich ernähre mich vegan. Vegan, die kommt aus dem Prenzlberg. Welche Sprachen sprichst du noch? Also Arabisch, Arabisch? Englisch, Bosnisch und Deutsch. Ey, ihr schämt euch nicht. Du bist noch nicht verlobt oder so? Nö, ich bin Single. Okay, da kannst ja keine Araberin sein. Eigentlich vom Gefühl her würde ich sagen, nein, nicht geflohen. Was willst du mal werden? Ärzten. Ärztin? Ja, okay, du bist. Also ich weiß jetzt, von wo sie kommt. Das ist mir klar. Du kannst raten. Syrierin. Ich habe sie komplett durchschaut. Okay. Also komplett. Ja, weil sie keine deutsche Muttersprachlerin ist. Das ist das Einzige, wie ich es mir herleiten könnte. Ja, jetzt macht's Spaß, jetzt verstehst du das Spiel schon. Person 2. Ich bin die Nummer Achso, die Nummer 2. Passend, aber jetzt egal. Aus dir werde ich nicht schlau. Gut so. Was arbeitest du, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt bei der Justiz Ja. und bin da Rechtspflegerin. Bist du verkabelt? Ich frage mich gerade, ob sie dich als Probandin hier reingesteckt haben, um mich in die Irre zu führen. Ich glaube, du bist nicht geflohen. Es sei denn, du bist von der DDR in den Westen geflohen. Grüß dich. Du heißt? Nummer 3. So, Nummer 3. Du heißt einfach Nummer 3. Ja, Du siehst ja aus wie ein fröhlicher Genosse. okay. Was machst du momentan? Studieren und arbeiten. Sprichst du mehrere Sprachen als Deutsch? Ja. Wie viele denn? Das ist doch... Habt ihr ihm verboten zu reden? Gäbe es einen Ort, wo du gar nicht hinreisen wolltest? Ja? Gibt es mehrere Orte? Ja? Okay, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt zu privat ist, wenn ich dich jetzt nach genauen Orten frage, wo du vielleicht nicht hin willst. Aber hast du dann mit irgendeinem Land eine Vergangenheit, wo du denkst, da willst du gar keine Verbindung mehr zu haben, so, da möchtest du auch nicht mehr hin zurück? Kein Kommentar. Was steht denn auf deinem Holz-Lederband? Italienisch? Italienisch? Ja. Und du bist geflohen, ja. Okay. Ich sag nein, du bist nicht geflüchtet. Warum? Flucht ist was Schlimmes. Deswegen muss jemand vielleicht was Trauriges ausstrahlen, aber du stehst hier so. Da lacht ja über alles, was ich sag. So. Das kann man sich halt dann schlecht vorstellen, dass du Okay. derartiges erlebt hast. Hallo, Person 4. Ich bin die 4. Hallo. Wie alt bist du? Ja. 73? Gut. Ein mehr. 1, 2, 74, ja. Was war dein Hobby, als du 25 warst? Rudern. Rudern. Hier in Berlin, wo man so kann. Hier in Berlin. Ah. Ist echt kompliziert, ja? Die Leute einzuschätzen, ohne sie zu diskriminieren oder so. Und was machst du zurzeit?
Bin Finanzberater, Finanzmakler. Also du siehst so fröhlich und gut gelaunt aus. Ich glaube nicht, dass du geflohen bist. Ich will ja auch richtig liegen. Ich will nicht irgendwas sagen. So. Also ich will ja auch Spaß haben. Younes. Nicht nur Klicks. Die Eltern deiner Eltern, sind die in Deutschland geboren? Ja. Würdest du sagen, du bist durch und durch Deutscher? Ist mir zu eingeschränkt. Ich denke, du bist mich geflohen. Ach, Ich Eben war strukturiere anders. mich komplett um. Das ist halt genau dieses Problem, das wir im Kopf haben, dass wir einfach nur denken, okay, Flucht bedeutet, jemand ist mit einem Gummiboot nach Europa gekommen, hat eine dunklere Hautfarbe als man selbst und das ist ein Flüchtling. Aber jemand, der aussieht wie du, nee, das kann kein Flüchtling sein. Ich bin gespannt. Salam. Ja. Ich kenne diesen Kopftuchstil hier aus Berlin tatsächlich, wobei man hier tatsächlich alle möglichen Kopftuchstile sieht. Du hast eine Berliner Schnauze, stimmt's? Überhaupt nicht, ich bin Kölsche Mädchen. Kölsche Mädchen! Ja. Es ist wirklich crazy, dass man wirklich nur, also ich versuche wirklich nur anhand der Sprache gerade festzustellen, ob jemand Fluchterfahrung gesammelt hat. Sind deine Eltern auch hier in Deutschland? Ja. Okay. Sind deren Eltern auch hier in Deutschland? Nö. Jein. Ja? Beides. Beides? Aha. Also von der einen Seite sind sie in Deutschland, von der anderen nicht? Genau. Okay. Du bist Muslimin? Jude. Ah, okay. Sowas gibt's auch? Nein, ich bin Muslim. Ah, okay. Nee, also vielleicht verkleidet man sich auch oder so, dass ich irritiert bin. Hallo. Bei dir kommt es mir vor, als ob ich dich kenne. Du bist auf jeden Fall geflohen. Aus Syrien, da bin ich mir 100% sicher. Also 99%. Was machst du denn beruflich? Ich gebe Kochkurse. Kochkurse? Ja. Ach Quatsch, Ja, voilà. crazy. Was kochst du so? Deutsch, Italienisch. Jetzt. Ich kann dich überhaupt nicht zuordnen gerade. Sprichst du noch andere Sprachen? Mhm. Okay. Ja. Darf ich fragen, welche? Klar, frag mal. Welche? Erste Stelle Englisch, Deutsch, Arabisch, ein bisschen Koreanisch. Warst du schon mal in dem Land, in dem du geboren wurdest? Ja, Ja? ich bin geboren. In dem Land bin ich geboren. Hallo, ich Hi. bin die Nummer 7. Was bist du für ein Sternzeichen? Katze. Katze? Chinesisches Sternzeichen? Ja. Ah, das war nicht eine schlaue Frage von mir. Wenn du dein chinesisches Horoskop sagst und nicht das deutsche, nehme ich mal an, du bist in China geboren. Was machst du beruflich? Ich habe viele Berufe. Zurzeit arbeite ich als Kunstpädagogin. Ich vermittle Kunst und Kultur an Senioren. Du bist Vietnamesin? Ja, du bist geflohen von Süden in den Norden. Und dann bist du irgendwann in Deutschland gelandet. Und als du herkamst, kamen da auch noch viele andere, die nicht deine Familie waren, mit dir nach Deutschland? Ja, Ja? ja. Warum bist du so sicher, dass ich Vietnamesin bin? Was unterscheide ich von Chinesin? Wegen deinem Japan? Augenlid, das ist nicht komplett zugeschlagen. Ich informiere mich über Menschen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Darf sie das? Also nicht, dass der Chef hier jetzt noch durchdreht. Ich war als Kind sehr unglücklich mit meinen Augen. Ich wurde du hast die oft Lider wegoperiert? gehänselt und ich habe mir geschwört, mit dem ersten Geld, was ich verdiene, werde ich die Augenlider operieren wegschneiden lassen. lassen, ja. Und das habe ich auch getan. Dann bist du Chinesin. Dann glaube ich nicht, dass sie geflohen ist. Sorry. Es macht echt Spaß. Sehr gut, das freut mich. Ich bin am Schluss echt gespannt. Ich habe so ein Gefühl, dass auf einmal keiner geflohen ist. Und die sind alle Millionäre. Ja. Okay. Hi, ich bin Nummer 8. Hallo Nummer 8, ich bin die Toja. Wie lange sprichst du schon Deutsch? Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Das ist 22. 22, ja, du bist noch jung. Bist du muttersprachlich mit Deutsch groß geworden? Nein. Sprichst du noch mehr Sprachen außer Deutsch? Ja. Welche denn? So haben wir Arabisch, Ja. Französisch, Deutsch, Englisch. Ja. Schon mal 4 Sprachen, sorry. Also du kannst dir vorstellen, hier theoretisch auch mal alt zu werden. Kinder zu kriegen. Nein, Nein? nein, Warum nicht? zu viel Steuer. Studierst du oder hast du einen Job? Oder? Beides. Ach so, du machst beides. Duales Studium oder? Nee, Vollstudium plus Minijob. Bist du mit Eltern oder ohne Eltern hergekommen? Ohne. Du bist auch aus Syrien.
Ich vermute, dass du Fluchterfahrung hast. Da du erst seit 3 Jahren in Deutschland bist, vermute ich, dass du genau in der Zeit, wo viel Mist passiert ist, rübergekommen bist. Okay, Dankeschön. Danke. So. Okay. Crazy, das waren alle, oder? Sehr gut. Boah, ich schwitze wie ein Bauarbeiter. Gut, wir machen jetzt die Auflösung. Du guckst aber weiter in die Ja, Kamera. okay. Ich sag denen jetzt hinten, diejenigen, die Fluchterfahrung haben, die sollen bitte jetzt die Hand heben. Du guckst noch nicht, Toja? Bitte jetzt die Hand heben. Puh, okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ach Quatsch. Ich habe ja alles falsch gemacht. Ja. Ja, alles. Nicht geflohen? Ja, alles falsch gemacht. Schade. Scheiße. Was soll man machen? Ja. Aber verdammt gut. Verdammt gut. Ich glaube, so gut hatten wir noch keinen. Nee, stimmt. Es ist die komplette Vorverurteilung. Man kann voll auf sein Bauchgefühl scheißen. Stimmt nichts, was ich in irgendeiner Art und Weise mir möchte gern Sherlock zusammengereimt habe. Hi nochmal. Hi, Toja. Mohanad, 28 Jahre alt aus Aleppo. Seit wann bist du hier? Ende 2015. Also auch noch nicht so lange. Ja, 3,5 Jahre ungefähr. Was ist denn mit euch? Warum sprecht ihr denn alle so gut Deutsch nach so kurzer Zeit? Willst du mal ein bisschen was von der Flucht erzählen, wie das für dich war, letztendlich dann hierher zu kommen? Ich könnte mich erinnern, dass wir auf dem Boot waren und dass der Motor ausgegangen ist. Wir waren in der Mitte des Meeres. Wie alt warst du da? 25. Was hast du in diesem Moment gedacht? Aber ich habe mit Gott gesprochen, mit dem Mond. Weil das ist. Es war auch noch Nacht. Das war Nacht, ja, muss das Nacht sein, damit die Coast Guard nicht uns festnehmen können. Naja, sieht das Ende jetzt so aus? Wir würden jetzt unsere Eltern, also mein Vater und meine Geschwister mitteilen, dass wir das nicht geschafft haben. Und, du bist mit deiner Mutter zusammen? Mit meiner Mutter, ja. Ich habe sie angesprochen, meinte, Mama, wie geht es dir? Da meinte sie, ja, mein Sohn, mir geht es gut. Glaub an Gott, wir schaffen das. Und nach 10 Minuten war das Motor nochmal an und wir haben das irgendwie dann den Insel, also wir sind Was, so schön dem ins Heulen. Insel Tut mir leid. angekommen und dann hat der Freund von uns, der diese Fahrt geführt hat sozusagen, hat uns mitgeteilt, dass die 2 Boote, die vor uns gefahren sind ertrunken. Also sie haben das leider nicht geschafft. Ja, und ich schäme mich, dass ich die ganze Reise überlebt habe, weil was habe ich dafür gemacht? Das war nur Glück. Und ich schäme mich, dass es Leute gibt, die dich dann nicht da haben wollen. Wenn man sowas hört, dass jemand steht vor einem, das bricht mir das Herz. Tut mir leid, ich schäme mich, dass es Leute in so einem Land gibt. Ich heiße Ragat. Ragat? Ja. Hallo Ragat, ich bin Hi. Toja. Hi. Du bist geflüchtet? Ja. Wann? Ich komme aus Syrien und ich habe Syrien verlassen, als ich 13 Jahre alt war. Ich bin von Syrien nach Bosnien geflohen und dann von Bosnien bin ich nach Deutschland. Kannst du dich an die Flucht selbst erinnern? Ja, klar. Mir kommen fast immer die Tränen, wenn ich von Leuten erfahre, dass ich Fluchterfahrung habe, weil ich das immer ich finde das so schrecklich und wenn man Bilder davon sieht, das ist wirklich, das zerbricht mir selber das Herz. Es ist unglaublich, du hast sofort richtig geraten, so ja, ich sehe den Schmerz in deinen Augen, was ich total krass finde. Also, Ja, was vermisst du am meisten von deinem Land? ich vermisse meine Oma, Ja. Familiennächte so jeden Freitag. Ja. Ich vermisse auch mein Zimmer. Da hatte ich alle meine Zeichnungen, als ich klein war und so. Ah, schön. Hallo Horst, freut mich. Und an dem Namen, Hallo an Horst. dem Namen Ja. kann man vielleicht was entnehmen über das Alter. Du bist etwas älter. Deshalb kann ich auch mit 2 Fluchten aufwarten. Wow. Die erste Flucht war von wo nach wo? Von jetzt nicht mehr Deutschland nach Deutschland. Okay. 1945. Wow. Ich habe es überlebt. Mit meiner Mutter. War knapp. Meine Großeltern nicht. Die waren mit im Zug. Ja. Die zweite Flucht war 65. Innerdeutsche Grenze. Innerdeutsche Grenze. Innerdeutsche Grenze. Innerdeutsche Grenze.
DDR. Ah. Wirklich? Wirklich. Achso, du bist von der einen Deutschlandhälfte in die andere geflohen? Ja, von welchem nämlich? Von welchem vielleicht? Wahrscheinlich aus der DDR. Richtig. Man hört halt immer nur diese ganzen Geschichten, dass Leute versucht haben, mit Heißluftballons rüberzukommen oder Tunnel gegraben haben oder was auch immer. Hatte ich nicht nötig. Hattest du nicht nötig? Nee. Sondern? Was? Ja, ich sollte da aufpassen, dass die Leute da nicht rüberfliegen oder... Ach Quatsch, und dann bist du einfach... Ja. War das eine spontane Entscheidung? Oder? Na, wir waren zu zweit, ne? Ja. Dann ist da mal zu zweit. Da hatten wir, sagen wir mal, 2 bis 3 Monate vorher uns vereinbart, dass das Mist ist und dass wir beide uns trauen können und das zusammen unternehmen können. Und das haben wir dann gemacht. Am Heiligabend. An Heiligabend? Ja. Hi. Sagst du mir deinen Namen? Reis. Reis. Ja, richtig. Krass. Du wirst G-H-A-Y-S geschrieben? Oh, richtig. Wann bist du geflohen? Also ich bin nicht nach Deutschland gerade gefahren, nee, also bin ich nach Saudi-Arabien, dann nach Jemen, dann noch einmal Flucht von einem anderen Krieg von Jemen nach Saudi-Arabien, dann wieder nach Deutschland. Wie bist du geflohen? Einfach mit Boot und so. Musstest du Geld dafür bezahlen? Na klar, gibt's nicht umsonst und solche Dinge. Wie viel hast du bezahlt? Viel. Jetzt. Hallo, ich bin dran. Dran. Ja, du hast Hallo. am Anfang alles wunderbar geraten. Ich habe vermutet, dass du geflohen bist. Du selbst, beziehungsweise mit deiner Familie, das war richtig. Ja, das war richtig. Aber ich komme nicht aus China. Woher kommst du? Ich komme aus Vietnam. Aus Vietnam? Wir waren Südvietnamesen. Ah. Und Vietnam war getrennt, Ja. so wie in Deutschland. Und Nordvietnam war kommunistisch, Ja. Südvietnam kapitalistisch. Und Ja. nachdem Südvietnam besiegt wurde, da wurden sehr viele Männer in die Konzentrationslager gesteckt und die Kinder hatten keine Zukunft gehabt. Deswegen war das für uns eine Lösung, zu flüchten. Kannst du dich noch gut erinnern an die Flucht? Ja, an jede Einzelheit. Wir waren zusammen geflüchtet, aber auf dem Weg wurde meine Familie getrennt und am Ende waren nur mein kleiner Bruder und ich durchgekommen. Wie alt warst du damals? Zurückgelassen. Ich war damals 18. Okay. Wir waren insgesamt so 2,5 Tage auf dem Meer. 2,5 Tage auf dem Meer? Ja, da hatten wir aber Glück gehabt, weil die Kapanu hat uns dann entdeckt und gerettet. Ja. Ach, ihr hättet es sonst nicht geschafft, oder was? Wenn die euch nicht gefunden hätten? Nein, weil das Boot hatte Leck und wir mussten ständig Wasser rausschaffen. Ja, verrückt. Wir haben viel Glück gehabt. Ja. Unfassbar. Und jetzt aber, deine Eltern sind auch hier? Ja. Genau. Und du hast 2 Kinder? Ja. Genau. Hast du hier deinen Mann kennengelernt? Wir waren auf derselben Schule, auf demselben Gymnasium. Ja. Und wir wussten auch nicht, dass wir zusammen flüchteten, aber auf der Flucht haben wir uns entdeckt und das war eine große Freude. Ihr habt euch auf der Flucht kennengelernt? Wieder gesehen, aber auf dem Gymnasium haben wir noch nie miteinander geredet. Unfassbar. Ja. Gibt es Bücher über euch? Oder Filme? Das gibt wirklich ein Buch. Wirklich? Ja. Wie heißt das? Was man nie vergessen kann. Du musst ein bisschen aufpassen gerade. Ja. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Wow, unfassbar. Ja. Alles noch gut? Ja, ich hoffe. Ja? Ja. Okay, gut. Ich muss mich kurz ein bisschen ablenken. Ja. Also an die Gäste, vielen Dank erstmal. So Marcel, war intensive? Ja, war sehr intensiv. Ich habe noch sehr viele Fragen. Doch, ich fühle mich sehr klein in der Anwesenheit dieser Menschen. Ich fühle mich, als hätten die sehr, sehr viel mehr in ihrem Leben schon durchmachen müssen und hätten aber auch schon dementsprechend sehr viel mehr geleistet. Die haben mir dann so eine tragische und sehr traurige Geschichte erzählt. Es berührt mich sehr und ich habe es schon mal gesagt, mich beschämt das vor allem sehr, dass es Menschen gibt, die sowas in Frage stellen, die jemandem verwehren wollen, in Sicherheit leben zu können.
Ich habe an manchen Stellen auf jeden Fall auch gemerkt, wo ich selber vielleicht noch irgendwelche Sachen im Kopf habe, die ich selber gar nicht unbedingt als richtig empfinde, hinter denen ich selber gar nicht unbedingt stehe. Einfach die Geschichten zu hören, dass sich teilweise vielleicht sogar auch interessante Sachen aus so einer Flucht dann ergeben haben, finde ich tatsächlich, ich weiß nicht, es ist irgendwo sehr inspirierend gewesen. Menschen kennengelernt habe, die geflohen sind oder nicht geflohen sind, die mir etwas von ihrem Leben erzählen konnten. Und 8 Menschen, die mich kennenlernen konnten und somit sich ein Bild machen können, wie ich als Mensch bin. Und das ist mehr als sich nur die Hände zu reichen, das ist sich gegenseitig ein Weltbild zu erklären. Nice.